Assalamu alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Dies ist das zweite Video, was ich zum Airfryer hochlade. Auch hier werde ich euch wieder 3 verschiedene Rezepte vorzeigen, die man mit diesem tollen Gerät zaubern kann. Mein erstes Video zum Airfryer, das verlinke ich euch hier oben. Darin habe ich euch nochmal im Detail erklärt, wie man dieses Gerät benutzt und welche gesundheitlichen und auch anderen Vorteile dieses Gerät mit sich bringt, weshalb ich das hier nicht wiederholen muss. Zuerst zeige ich euch diese köstlichen, überbackenen, gefüllten Zucchinis, die einfach und in kurzer Zeit in diesem Airfryer hergestellt werden können, die sich auch wunderbar als ketogene Mahlzeit eignen, weil sie ohne Kohlenhydrate auskommen, und sie eignen sich wunderbar als Zwischensnack, aber auch als komplette Mahlzeit. Wir benötigen dafür eine möglichst große Zucchini. Man könnte auch 2 solcher großen Zucchinis nehmen und dann werden die jetzt wie hier die Stiele oben und unten einmal abgeschnitten, damit sie einen flachen Boden haben, und dann schneiden wir die nochmal hier in Hälften. Das heißt, die Zucchini-Teile sollten in der Höhe maximal 5 cm hoch sein und wie gesagt möglichst breit, damit wir sie gut aushöhlen können. Unten lassen wir aber noch etwas vom Boden drin, damit die Füllung später nicht durchfällt. Beim Aushöhlen mit dem Teelöffel sollte man daher aufpassen, dass halt unten kein Loch entsteht, wie wir das jetzt hier gerade gesehen haben. Das sollte man dann möglichst wieder flicken, indem man das nochmal wieder so andrückt und eben schaut, dass wirklich unten ein Boden bleibt. Und wenn alle Zucchini-Teile ausgehöhlt wurden, dann werden sie zur Seite gestellt und dann fangen wir an, hier die Füllung zuzubereiten. Dazu habe ich jetzt hier 3 Esslöffel meines Tresters von meinem natürlichen Antibiotikum wieder verwendet und diesen in nativem Bio-Kokosöl angebraten, solange bis er braun geworden ist. Dann etwas Wasser dazu gegeben, um das abzulöschen, und dann kommt auch schon das Bio-Rinderhackfleisch hinzu, etwa 250 Gramm. Das wird dann zusammen mit diesem Trester angebraten. Anstelle des Tresters könnte man aber auch einfach nur Zwiebeln und Knoblauch verwenden. Und dann kommt dieses Zucchini-Fleisch, was wir eben ausgehöhlt haben. Das könnte man noch mal kurz klein hacken. Das kommt dann dazu und wird auch noch mal so lange mit angebraten, bis sämtliches Wasser verdampft ist, welches die Zucchini lässt. Und dann kommen die Gewürze hinzu: Bio-Gemüsebrühe, Kräuter der Provence, Oregano, Paprika, Himalaya-Salz, frisch gestoßener Pfeffer und Kurkuma. Die Gewürze kommen dann dazu, werden kurz nochmal mitgebraten, damit sie ihr Aroma entfalten können. Und falls noch etwas Flüssigkeit von der Zucchini übrig sein sollte, wird die auch nochmal verdampfen gelassen, bis eben diese Füllung wirklich trocken sein wird. Dann geben wir noch 2 Esslöffel Paprikamark hinzu. Das wird dann auch nochmal kurz mitgebraten und dann können wir den Herd auch schon ausschalten und dann ist die Füllung eigentlich so gut wie fertig und die Zucchinis können jetzt damit befüllt werden. Natürlich könnte man bei der Füllung auch variieren und jeder könnte die Füllung so herstellen, wie er sie gerne haben möchte. Ja, und sobald wir das getan haben, werden einfach jetzt die Zucchini-Stücke hier befüllt mit dieser Füllung. Das geht eigentlich relativ schnell und dann kommen die auch schon in den Airfryer. Der Airfryer hat ein Fassungsvermögen von 6 Litern. Es würde also noch eine große Zucchini in so kleine Teile geschnitten und gefüllt hineinpassen. Bei mehreren Personen würde es sich also eher lohnen, wenn man 2 große Zucchinis verwenden würde und den Airfryer damit befüllen würde. Die kommen also jetzt alle hier rein in den Airfryer und dann werden die 10 Minuten lang hier gebacken im Airfryer, bevor wir dann den Korb wieder herausnehmen und sie dann mit Käse belegen. Insgesamt braucht man also nur 20 Minuten für dieses Rezept. Das ist eben das Tolle unter anderem an diesem Airfryer, dass es alles so schnell darin gebacken wird. Man kann die Temperatur auch selber wählen. Ich habe sie hier jetzt auf 160 Grad eingestellt und dann auf 10 Minuten. Die Temperatur also relativ niedrig, damit auch die Zucchinis von innen wirklich garen können. Zu diesem Airfryer gibt es natürlich auch eine Gebrauchsanweisung, worin man dann eine Tabelle vorfindet, in der alle möglichen Gerichte aufgelistet sind, sodass man auch wirklich einfach nur ein Programm wählen muss, wo dann die Zeit und die Temperatur schon voreingestellt ist. Aber man kann auch wirklich selber wählen, was die Temperatur und was die Zeit betrifft. Jetzt nach 10 Minuten holen wir den Korb heraus, wie wir gesehen haben, und belegen die gefüllten Zucchinis jetzt nochmal mit Bio-Käse, denn gerade bei Milch und tierischen Produkten sollten wir insbesondere immer auf Bio-Qualität achten, damit wir eben nicht die Nachteile der Massentierhaltung an uns zu spüren bekommen werden. Ja, und jetzt einfach nochmal 10 Minuten im Airfryer bei wieder 160 Grad Celsius und dann werden die Zucchinis auch schon gar sein und diese leckeren, überbackenen, gefüllten Zucchinis werden dann zum Verzehr bereit sein. So sehen die dann aus, richtig köstlich, und ebenso köstlich schmecken die auch. Mit dem Airfryer spart man eben Zeit und auch Energie und vor allem ist es einfach sehr viel gesünder, weil man hier zum Beispiel jetzt wieder kein ungesundes Fett benutzen musste.
Lediglich das gesunde, native Bio-Kokosöl wurde für die Füllung benutzt. Ansonsten aber werden dann diese gefüllten Zucchinis, wie wir gesehen haben, vollkommen ohne Fett, einfach nur in den Airfryer gegeben. Und der tut die ganze Arbeit. Man braucht der ganzen Sache dann keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken. Und nach 20 Minuten ist das Ganze auch schon fertig zum Verzehr. Ein schnelles, einfaches, richtig köstliches und dabei auch noch ketogenes Rezept. Würde man das gleiche Gericht im Ofen zubereiten, würde es sehr viel länger dauern. Man bräuchte eine Flüssigkeit, damit die Zucchinis wirklich garen können. Und es wäre sehr viel Energie- und zeitaufwendiger als im Airfryer. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Rezept, zu dem Kartoffel-Brokkoli-Gratin, den ich in diesem Fall jetzt in 2 Etappen durchgeführt hatte, in 2 so kleinen Schüsseln, weil mir da eine größere Schüssel fehlt. Es wäre natürlich ideal, wenn man jetzt eine Schüssel hätte, die genau in diesen Airfryer hereinpassen würde. Meine sind entweder zu groß oder zu klein, aber dem kann man ja in der Zukunft durch Kauf abhelfen. Jetzt werden wir einfach hier Brokkoli-Röschen möglichst klein schneiden, damit diese dann auch schneller garen und die auf diese 2 kleinen Schüsselchen verteilen. Und danach tun wir genau das gleiche mit den Kartoffeln. Dazu verwenden wir wieder Bio-Kartoffeln natürlich. Und die werden wir dann auch in kleine Scheiben schneiden. Und nachdem wir sie gewaschen haben, auch die Schale natürlich dran lassen, denn unter der Schale sitzen immer die meisten Vitamine. Und dann, wenn wir das getan haben, kommen dann diese Kartoffeln auch nochmal in diese 2 kleinen Schüsselchen, werden da gut mit dem Brokkoli vermischt. Und sobald wir das fertig getan haben, werden wir die Soße anmischen. Dazu benötigen wir lediglich Bio-Gemüsepulver. Das ist alles, was wir an Gewürzen benötigen, und eben Bio-Sahne. Also nach Geschmack etwa 2 gehäufte Teelöffel Gemüsebrühe und eben 200 Gramm Bio-Sahne. Dann wird das einfach zusammen vermischt und dann über diese 2 Schüsselchen gegossen. Und wer eine größere, mittlere Form hat, der benutzt natürlich nur eine Form. Das wäre natürlich viel besser. Dann könnte man sich nämlich den zweiten Backgang sparen. Und dann wird es einfach über diese Form, über die Kartoffeln und den Brokkoli gegossen. Und dann kommt noch die restliche Sahne darüber. Wie gesagt, eine kleine mittlere Auflaufform wäre ideal da. Und damit ist dieser leckere Auflauf auch schon fertig vorbereitet. Also man benötigt lediglich das Gemüse, Sahne und Gemüsebrühe, mehr nicht. Dieses Gratin, was am Ende wirklich köstlich schmecken wird, ist also wirklich denkbar einfach zuzubereiten. Und zwar wird das Gratin in 2 Etappen gebacken, 10 Minuten Vorbackzeit und danach nochmal 10 Minuten mit dem Käse oben drüber. Also auch dieses leckere Kartoffel-Brokkoli-Gratin dauert nicht länger als 20 Minuten. Nach 10 Minuten holen wir den Korb heraus, streuen etwas Bio-Käse oben drüber. Wir schauen natürlich vorher, ob das schon gar ist, das Gemüse. Wir sehen, das Messer kann sehr leicht hineingestochen werden. Das Gemüse ist also butterweich, bereit für den Bio-Käse, der noch oben drüber gestreut wird, und für den letzten Backgang, der nochmal 10 Minuten dauern wird. Der Korb kommt also jetzt nochmal wieder in den Airfryer und wie gesagt, nochmal 10 Minuten und dann ist das Ganze auch schon fertig. Zwar kommt natürlich dann nochmal diese zweite Schüssel hier hinein, weil ich das jetzt in 2 Etappen gebacken habe, aber das kann man sich natürlich sparen, wenn man einfach eine größere Backform benutzt. Und so lecker sieht dann der fertige Kartoffel-Brokkoli-Auflauf aus. Wie ihr gesehen habt, denkbar einfach herzustellen in sehr kurzer Zeit, bestehend aus nur 4 bis 5 Zutaten, also das Gemüse, Brokkoli und Kartoffeln, Käse, Sahne und Gemüsebrühe. Mehr benötigt man nicht für diesen köstlichen Auflauf, der richtig lecker schmeckt. Maschallah. Und wer das ganze Gericht noch ketogen halten möchte, was natürlich zu empfehlen wäre, weil es einfach für die Gesundheit sehr viel besser wäre, der würde einfach die Kartoffeln weglassen und anstelle der Kartoffeln zum Beispiel Blumenkohl verwenden. Dann wäre auch dieses leckere Rezept ketogen. Sprich kohlenhydratfrei und mit guten Fetten aus der Biosahne versehen und aus dem Bio-Käse, der dann ebenso gute Proteine liefern würde. Blumenkohl anstelle der Kartoffeln würde eben auch sehr gut zum Brokkoli passen. Das wäre eine ideale ketogene Kombination, aber man könnte anstelle des Blumenkohls natürlich auch noch ein anderes Gemüse verwenden. Und so lecker sieht das Ganze aus, Mashallah, ein richtig tolles Gericht, eine vollständige Mahlzeit, die man in 20 Minuten im Airfryer herstellen kann. Jetzt kommen wir zu dem dritten Gericht, zur ketogenen Pizza. Ein Video dazu, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken, denn ich hatte ja schon mal ein Video dazu hochgeladen, wie man eine ketogene Pizza backt, beziehungsweise wie man den Boden einer ketogenen Pizza zubereitet, indem er eben ohne Kohlenhydrate auskommt. Und zwar benötigt man dazu ja einfach nur geraspelten Blumenkohl, Bio-Käse und Bio-Eier, mehr nicht, abgesehen von einer Prise Himalaya-Salz, um den Pizzaboden noch zu würzen.
Ich zeige euch daher nicht weil die einzelnen Schritte, wie man jetzt diesen Pizzaboden zubereitet, da ihr den ja dann in meinem Video nochmal nachschauen könnt. Wie gesagt, geraspelter Blumenkohl, Käse und Eier werden einfach vermischt und dann kommt es hier jetzt auf ein Backpapier, welches wir in diesen Airfryer geben werden und möglichst noch zuschneiden, damit das Backpapier eben da richtig reinpasst. Und dann wird dieser viereckige Boden einfach hier mit dem Löffel ausgestrichen, sodass einfach der ganze Airfryer-Korb damit ausgekleidet ist. Und dann kommt das Ganze in den Airfryer und wird hier 10 Minuten gebacken von der einen Seite und dann nochmal 10 Minuten von der anderen Seite. Bei relativ hoher Temperatur, also mindestens 180 Grad Celsius. Hier und dann wird es einfach umgeflippt und dann von der anderen Seite eben nochmal 10 Minuten gebacken, damit wir dann den Boden haben. Denn der Boden bei der ketogenen Pizza muss eben vorgebacken werden. Erst dann haben wir den Boden, den wir dann eben ganz nach Pizzaart, ganz normal mit Tomatensauce und mit Zutaten belegen können, die wir gerne auf der Pizza haben. Hier sehen wir jetzt, dass der Boden fertig ist. Er ist von beiden Seiten goldbraun gebacken und hat eine richtig schöne, flexible, biegsame Konsistenz und kann jetzt mit ganz normaler oder selbstgemachter Tomatensauce bestrichen werden und dann belegt werden mit was immer man möchte. Ich hatte hier jetzt geräucherte Bio-Geflügelwurst verwendet, die richtig lecker schmeckt. Und dann einfach einige Oliven darauf gegeben. Das war es dann schon, mit etwas Oregano nochmal bestreut und dann kommt auch schon der Bio-Käse oben drüber. Ja, und das war es dann schon und dann könnte man diese leckere Pizza auch schon in den Airfryer geben. Ich hatte damals keinen geraspelten Käse, weshalb ich dann einfach einen normalen Bio-Käse verwendet hatte und den in kleine Würfel geschnitten hatte. Das tut es dann auch hier und jetzt wird das Ganze auf relativ hoher Temperatur einfach fertig gebacken und am Ende sieht das so aus. Das dauert dann auch nur noch mal 10 Minuten im Airfryer und schon haben wir diese köstliche, gesunde, ketogene Pizza fertig gebacken. Und auch diese ketogene, köstliche Pizza wird im Airfryer eben in 0, nix gebacken. Das geht rucki-zucki, sehr viel schneller, sehr viel energiesparender und zeitsparender als im Ofen. Der Airfryer ist also wirklich ein tolles Gerät, mit dem man wirklich energiesparend, zeitsparend kochen und backen und frittieren und braten kann. Hinzu kommt, dass man damit eben auch sehr viel gesünder backen und frittieren kann, weil man eben fast fettfrei frittieren kann, was insbesondere auch Gerichte wie Pommes oder Schnitzel betrifft. Wenn ihr diesen tollen Airfryer von Inske kaufen wollt, der auch sehr viel günstiger als herkömmliche Airfryer kommt, dann findet ihr den Produktlink dazu unter meinem Video an der Pinnwand. Und wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann abonniert meinen Kanal, teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten und vergesst nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir in der Zukunft verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.